Wellen, Wind und herrliche Weite. Der Genfer See. Ein Paradies für Wassersportler. Wow, jetzt werden wir schneller, hä? Alter Bär. Wow, that's very nice. Ziel unserer Reise, der Schweizer Jura. Und los geht's auf dem größten See der Schweiz. Das erste Mal segeln und das gleich bei solch rauem Wetter. Ja, Mann, das ist echt verrückt. Kommen Sie mit in eine Region, die für Wassersport genauso steht wie für unberührte Wildnis. Willkommen in der Schweiz. Vom Genfer See durchs Juragebirge. Die Region überrascht mit historischen Städten und französischem Charme. Freuen Sie sich auf Wasserfälle, Berge und Schluchten. Hier in Jura, das ist die richtige Schweiz. Die Schweiz ist nicht nur die Banken. Wir folgen den Spuren der grünen Fee. Vieles, wofür die Schweiz heute berühmt ist, hat hier im Jura seinen Ursprung. Auch die berühmte Schweizer Uhrmacherkunst. Viele Uhrmacher sagen, wenn sie eine Uhr zusammenbauen, bringen sie das Pendel an seinen Platz und dann macht es Tick-Tack. Es ist wie die Geburt eines Babys. Wenn es schreit, das ist das Gleiche. Machen Sie Urlaub mit uns in der französischen Schweiz. Das ist einer der schönsten Orte, an dem ich jemals war. Wir starten auf dem Genfer See, den die Einheimischen Lac Léman nennen. Wow, jetzt liegen wir so richtig. Vielleicht können Sie das sehen zu Hause. Wir liegen so richtig schief auf dem Wasser und müssen hier mega ausgleichen. Very good. Abgefahrenes Gefühl. That's the perfect aiming point. Very good. Wow. Der Genfer See liegt zwischen der Schweiz und Frankreich. Von Genf aus nimmt Skipper Nicolas Interessierte mit auf entspannte Ausflüge. Und bringt ihnen nebenbei die Grundlagen des Segelns näher. Segeln hat etwas Ursprüngliches. Man lässt sich einfach vom Wind treiben. Dabei muss alles im Gleichgewicht sein. Sonst funktioniert es nicht. Mir scheint, die Natur und ihre Kraft machen irgendwas mit dir. Spürst du das auch? Ja, das stimmt. Und jetzt, wo ich ein großer Junge geworden bin, liebe ich es, dieses Gefühl so oft wie möglich zu erleben. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen wie eine Sucht. It's a bit of an addiction, I have to admit. Angefangen hat das alles 2022, als Nicolas mit seiner Frau auf dem Segelboot den Atlantik überquerte. Der Genfer See ist ein Bergsee. Der Wind wird durch die umliegenden Berge kanalisiert und das führt oft zu starken Böen. Jetzt hängen wir hier so halb im Wasser. Aber es ist mega cool, es ist super beeindruckend. Ein ganz tolles Gefühl hier so mit der Natur, dem Wind und dem Wasser und der schönen Sonne. Perfekt. Einmal über den See zu segeln. Like this. Die Natur ist hier überall spürbar. Hinter dir siehst du die Juraberge, die bis nach Genf reichen. Und auf der anderen Seite des Sees die Alpen, direkt dort. Wir befinden uns also wirklich zwischen diesen beiden Gebirgsketten. Der Jura ist nicht so bekannt wie die Alpen. Aber für mich ist das etwas Gutes. Denn so bleibt es ein kleines Geheimnis, in dem man noch Wildnis findet. Und es gibt nicht so viele Touristen wie in den Alpen. Doch bevor es in den Jura geht, wollen wir noch einmal in den See springen. Im Sommer kann das Wasser bis zu 25 Grad warm werden.
2, 1, send it! Wir legen in Lausanne an. In die Stadt kommen wir am Ende unserer Reise noch einmal zurück. Der Jura ist ein Mittelgebirge entlang der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich, nördlich der Alpen. Er erstreckt sich vom Genfersee bis vor Basel. Wir reiten entlang des Felsenkessels Creux du Vent, besuchen Städte wie Neuchâtel und den Teil des Jura, in dem die berühmten Schweizer Uhren gefertigt werden. Auf den Höhen des Neuenburger Jura treffen wir Kati, eine echte Jurassierin. So nennen sich die Menschen aus dem Jura. Sie ist hier zu Hause und zeigt uns einen ihrer Lieblingsorte. Als erstes nimmst du Kontakt zu deinem Pferd auf. Hier muss dein Fuß rein. Okay, Dann nimmst du die Zügel, okay. stellst deinen Fuß in den Steigbügel, hältst dich an der Mähne fest und voilà, schon bist du im Sattel. Sieht einfach aus bei ihr. Also den Fuß rein, Hand fest am Sattel, hier festhalten. Hier an der Mähne festhalten. Okay. 1, 2, 3. Et comme ça. Wow. Bisschen holprig. Top. Merci, Saya. Okay. Und Essen, ist das okay oder? Nein, das ist nicht okay. Okay. Hey, pas manger. Nicht essen. Nicht essen. Und wie kann ich sie stoppen? Einfach etwas fester an den Zügeln ziehen. Tirez. Wir reiten jetzt zu einem wunderschönen Ort, wo wir freie Sicht auf die 3-Seen-Region haben werden. Und danach besuchen wir den sogenannten Grand Canyon der Schweiz. Le Canyon de la Suisse. Das klingt groß. Sehr groß sogar. Sehr groß, okay. Der ist wirklich spektakulär. Mit unseren Freunden, hä? Genau, mit unseren Freunden. Doch Pferd Saya hat erst einmal seine eigene Mission. Hey, Saya, willst du mit mir nach links laufen? Jawohl. Du musst die Zügel kürzer greifen und stärker an dich ranziehen. Dann hast du mehr Kontrolle beim Wenden. Voilà. Und schon drehst du dich. Siehst du, es ist ganz einfach. Und wenn du dich gedreht hast, dann lässt du die Zügel wieder locker. Das ist ein tolles Gefühl. Se sent très bien. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ganz schön eigenwillig. Wir reiten entlang der Juraberge auf rund 1400 Metern Höhe. Und fast überall kann man Seen entdecken. Das ist total entspannend. Das geht mir auch so. C'est relaxant. Und das mit einem wunderbaren Ausblick. Wow. Echt unglaublich. Wow. Und welcher See ist das? Das ist der Neuenburger See. Und weiter hinten sehen wir noch den Bielersee und den Murtensee. Die 3 zusammen sind das sogenannte 3-Seenland. Und am Horizont können wir die Schweizer Alpen erahnen. Et qu'est-ce que tu sens? Wie fühlst du dich, wenn du all das hier siehst? Wie ich mich dabei fühle? Ich empfinde Freiheit. Und ich empfinde großes Glück, hier leben zu dürfen. Der Jura eignet sich mit seiner Weite ideal für Ausritte.
Aber zum Schweizer Grand Canyon müssen wir zu Fuß weiter, denn er liegt im Naturschutzgebiet. Hier ist Reiten nicht erlaubt. Der Grand Canyon ist da vorne. Ja genau, der ist gleich da vorne. Und wie heißen die Steinböcke auf Französisch? Das sind Bouquetins. Mit den riesigen Hörnern, genau. Die Männchen, die gerade hier vorne sind, haben die großen Hörner. Wir haben echt großes Glück, sie hier zu treffen. Rund 20 Alpensteinböcke leben hier frei im Naturschutzgebiet. Sie lieben vor allem die Felsenarena des Schweizer Grand Canyon, der eigentlich Creux du Vent heißt. Auf Deutsch so viel wie Felsenkessel. Das ist er, der Grand Canyon der Schweiz. Aber du musst ihn alleine aus der Nähe bewundern, denn ich habe Höhenangst und bleibe genau hier an der Mauer stehen. Nein, komm mit mir. Das ist unmöglich. Aber nutze die Gelegenheit, dir das anzuschauen. Ich warte hier auf dich. Bis gleich. Okay, ja, ich will's schon sehen. Okay, bis gleich. A bientôt. A bientôt. Bye bye. Das muss ich mir schon einmal angucken. Wahnsinn. Phänomenal. Das fühlt sich total abgefahren an, hier ins Tal runterzuschauen. Und ich kann das schon verstehen. Also mit Höhenangst stellt man sich hier, glaube ich, nicht so gerne hin. Es geht mehrere 100 Meter runter. Aber es ist ein Gefühl von Freiheit. Und dann teilt Kathi mit uns noch ihre zweite Leidenschaft neben den Pferden. Das Bier. Vor allem das aus dem Val de Travers. Ich bin hier in Val de Travers geboren, meine Eltern auch. Und diese Region ist so wundervoll, dass ich einfach nicht von hier weg will. Ich fühle mich hier frei, die Leute sind nett. Man hat alles in unmittelbarer Nähe. Für mich ist es ein kleines Paradies in der Schweiz. Wow, okay. Ich fühle mich wohl in meinem Tal. Es gibt tolle Landschaften. Die Leute sind gastfreundlich. Wir haben das Gefühl, dass wir hier eine große Familie sind. Wir leben mitten in der Natur und können direkt in die umliegenden Wälder gehen, wo es Wanderwege gibt, auf denen man gelegentlich auf kleine Absinthbrunnen stößt. Das ist eine echte Spezialität der Region. Santé. Santé. Merci, Ramon. Merci. Das Val de Travers mit seinen Absinthbrunnen schauen wir uns morgen an. Davor geht's noch vorbei am Val de Joux. Am nächsten Tag besuchen wir als erstes eine stillgelegte Asphaltmine mit einer ganz besonderen Spezialität. Laure von Wies gibt uns eine Führung. Bonjour, Laure. Hoi, Ramon. Gehen wir heute in den Stollen? Ja, gerne. Ich bin sehr neugierig. Okay. Es wird kalt? Es wird kalt, hä? Ja, es wird kalt. Bist du gut angezogen? Ich glaube, das funktioniert so, okay. oder? Ja, es sieht gut aus. Ja. Man muss sich ja schon ein bisschen angepasst ankleiden. Und da ist jetzt schon eine Gruppe. Ja, eine Gruppe kommt raus. Okay, Sie bonjour. haben gerade die Minen besucht. Hallo. Wow, grüezi wohl. Und wie war's? Super. Top. Ja? Super, ja. Von wo seid ihr denn? Zürich. Von Zürich. Ah, okay. Ja. Und dann kommt ihr hierher zum Urlaub machen? Ja, sicher. Wochenende. Ah, schön. Es gibt viel zu sehen. Ja, gell? Die Schweiz ist schön. Ich war ja 3-jährig, als ich hier für die erste Mal war. Ja. Also schon fast mein ganzes Leben. Ich habe es immer sehr geliebt und wollte immer wieder mit der Mina in den Stollen. Also ich fand es sehr beruhigend. Also es ist eine besondere Atmosphäre.
Die Asphaltmine prägte lange die Wirtschaft im Val de Travers. Nach dem Ende des Abbaus öffneten Laures Eltern die Mine für Besucher. Laure half schon als Kind mit. Ja, jetzt dürfen wir rein in diese besondere Welt. Die 38-Jährige nimmt die Mine auf ihre ganz eigene Art wahr. Zum Beispiel an der Entlüftungsanlage. Für mich schmeckt das nach Eukalyptus. Das riecht für dich nach Eukalyptus? Ja. Für mich riecht es ein bisschen wie jemand, der seinen Keller nicht aufgeräumt hat. Ah, okay. Feuchtig, nach feuchtig. Ja, so ein bisschen feuchter Keller. Wie auch immer. Die Mine scheint jedenfalls die Sinne zu schärfen. Weißt du noch, es wirkt ein bisschen so, als ob die Arbeiter gerade erst hier die Mine verlassen haben. Ja. Die Mine gibt es seit 1712. Der Asphalt wurde in die ganze Welt geliefert. On trouve bien plus dans la nature ici au fond d'une mine que derrière des carreaux d'usine où on voit le soleil d'eau. Ouais, il faut dire on est un peu nos patrons. On a notre boulot à faire. On n'a pas tout le temps quelqu'un derrière et on dit d'aïe. Hein. Si on veut une cigarette, avec les 5, on le fait, personne ne va rien nous dire. Der Asphalt wurde sogar am New Yorker Bahnhof Grand Central verbaut. Ich habe wirklich, glaube ich, von den Minern gelernt, die Minen zu lieben und diese Stollen schön zu sehen und wirklich die Schönheit von innen in den Bergen zu erleben. Ich fand es immer schön, die Miner zu hören, wenn sie sagten, ja, die Minen sind ja besonders schön. Also die fanden es wirklich als fast den schönsten Ort in der Welt. Sie hatten wirklich eine sehr starke Freundschaft zwischen den Kollegen, was man nicht immer erlebt, wenn man draußen ist. Mhm. Ja, das, glaube ich, ist, was mir am meisten beeindruckt hat. 1986 war der Abbau von Asphalt nicht mehr wirtschaftlich und wurde eingestellt. Und das ist Asphalt. Ab hier? Ab hier, das ist Asphalt. Alles, was braun ist, ist Asphalt. Okay. Der Asphalt wurde gekocht, flüssig gemacht und für den Straßenbau genutzt. Das ist sehr interessant, weil mein Leben lang fahre ich natürlich schon auf Straßen, ja, mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ja, woher der Asphalt kommt. Jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Die Minenarbeiter verbrachten ihre Tage komplett unter der Erde. Sogar die Pausen. Den flüssigen Asphalt nutzten sie damals noch für etwas Besonderes. Und so haben sie angefangen, den Schinken in den flüssigen Asphalt zu kochen. So ist Schinken, sagen wir mal, hat mir viel mehr Geschmack und ist auch von der Textur auch viel angenehmer. So. Das ist ja spannend. Und noch heute wird Schinken in flüssigem Asphalt gekocht. Das Becken nennen sie hier liebevoll Asphaltöse. Der Asphalt wird wirklich sehr heiß. Es sind 160 Grad im Kochtopf. Und da muss ich mich gut vor der Hitze schützen. Es ist ganz wichtig, die Handschuhe richtig anzuziehen, weil der Asphalt kochend heiß ist. Das ist nicht ganz ungefährlich. Der Schinken wird, vor dem Kochen luftdicht verpackt, nach alter Tradition zubereitet und muss 4 bis 6 Stunden garen. Hier ist der ganze Saft aus dem Schinken, der beim Kochen ausgetreten ist. Und den wollen wir natürlich behalten. Daraus machen wir später den Bratensaft.
Besucher können den Schinken im hauseigenen Restaurant probieren. Ich möchte ehrlich sein zu dir. Ja, sag. Ich habe Sorge vor diesem Schinken. Warum? Naja, weil er wird gekocht in... Im flüssigen Asphalt? Ja, die Vorstellung ist total absurd, finde ich. Das kann ich ja auch verstehen. Kannst du es verstehen? Ja, das kann ich schon verstehen. Aber er ist ja gut angepackt Ja. und es kommt kein Asphalt auf dem Schinken. Da musst du keine Sorge haben. Guten Appetit. Guten Appetit. Bon Appetit. Der erste Asphaltschinken meines Lebens. Schmeckt mega gut. Und es schmeckt überhaupt nicht nach Straße. Ja, das hoffen wir uns. Ja. Oder nach blubberndem schwarzen Glibber. Es schmeckt einfach wie sehr leckerer Schinken. Das ist ja schön. Ich freue mich, dass es so auch kommt. Unsere Reise durchs Val de Travers geht weiter. Hoch hinaus ins Winterskigebiet La Robella auf über 1200 Meter. Gerade findet hier der Almabtrieb statt. Dafür werden die Kühe geschmückt, zum Dank für eine unfallfreie Zeit. So viel vorweg, wir werden sie später noch näher kennenlernen. Wir sind aber zum Trottinettfahren hier. Du siehst beschäftigt aus. Ja, das stimmt. Ich bereite gerade die Tretroller vor. Du willst einen leihen, richtig? Ja, ich würde es sehr gerne mal ausprobieren. Also hier haben wir den Downhill-Tretroller. Damit können wir auch ins Gelände. Wir werden noch schmutzig, oder? Vielleicht ein bisschen, ja. Das klingt nach viel Spaß und Adrenalin. Ja, jede Menge Adrenalin. Wie auf einer Skipiste gibt es Abfahrten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wir fangen mit der leichtesten an. Also, wie schnell können wir damit fahren? Sehr schnell. Very fast, huh? Ich kenne einige, die die Abfahrt in weniger als 10 Minuten geschafft haben. Wow. Aber zuerst musst du die Bremse prüfen. Okay, Ja, funktioniert. the brakes work. Die Trottinetts können bergab bis zu 60 km/h schnell werden. Boah, jetzt wird sie aber steil. Mein lieber Scholli. Ei, wir brettern hier richtig runter, ey. Boah. Wow. Unser Guide Nathaniel ist Franzose und wegen der Liebe ins Val de Travers gezogen. Schau mal da drüben. Das ist für mich einer der schönsten Aussichtspunkte der Region. Wenn man da hinauffährt, kann man die Seen überblicken. Den Genfersee, den Neuenburger See und den Motensee. Wenn man hinunterfährt, kann man die Vogesen in Frankreich sehen. Das ist wunderschön. Du bist sehr verliebt in diese Region, oder? Ja, das bin ich. Ich liebe es, dass die Natur hier so nah ist. Und es ist eine der am dünnsten besiedelten Gegenden der Schweiz. Also ich liebe es hier. Jetzt geht es über 500 Höhenmeter hinab ins Tal. Der schwierigere Offroad-Teil der Strecke wartet noch auf uns. Und kleiner Hüpfer. Jawohl. Okay, jetzt geht's hier bergauf. Bis eben war es noch entspannt, aber jetzt müssen wir hier ein bisschen treten. Total tolles Gefühl, hier durch die Landschaft zu fahren. Jetzt müssen wir hier nach rechts. Okay. Hier haben wir jetzt die Weggabelung. Der entspannte Teil ist die Straße. Und der spaßige Teil ist jetzt die Dirt Road. Achte darauf, bei der Abfahrt leicht in die Knie zu gehen. Okay. Drück die Arme durch und halte den Körperschwerpunkt zwischen den beiden Reifen. Okay.
Und nicht zu stark bremsen. Okay. Progressive. Hier. Ganz langsam, okay? Junge! Boah! Ja. Oh, nee, ey. Oh, jetzt schmettert mir hier die ganze Zeit die Kuhkacke ins Gesicht. Ah. Wir sind voller Kuhkacke. Oh, ja. Und vergiss nicht, den Mund geschlossen zu halten. Das habe ich nämlich vergessen. Das hast du wirklich vergessen. That's Ja, das passiert mir nicht nochmal. Da sind sie. Unsere Freunde, die uns hier das schöne Kackerspektakel bereitet haben. Heidefett. Jetzt schauen Sie sich das hier mal an. Schön die Räder. Schön hier die Jacke. Und wahrscheinlich das ganze Gesicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Immerhin werden wir unten noch mit einem kleinen Gratiskonzert belohnt. Bonjour. Das sind die Alphörner, Okay. eines der traditionellen Schweizer Instrumente. Dann zeigt uns Nathaniel noch einen der Absinthbrunnen. Tatsächlich mitten im Wald. Ah, da sind ja schon andere Besucher. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ah, merci. Vous sentez bien. Na, fühlt ihr euch gut? Der Absinth ist stark, oder? Ja, aber er schmeckt super. Der Absinth hier wird von allen Brennereien des Val de Travers hergestellt, die sich jede Woche absprechen, um die Brunnen mit Absinth zu beliefern. Und hier in der kleinen Sparbüchse kann man direkt bezahlen. Super. Oder hier mit dem Code geht's auch. Nein. Nein, jetzt nicht, weil wir sind ja mit dem Trottinett unterwegs. Bravo. Kein Alkohol, paar Alkohol. Seid ihr da vorne runtergefahren, wo es so steil bergab geht? Heftig. Den Absinth werden wir später probieren. Der Schnaps wurde im 18. Jahrhundert im Val de Travers erfunden. Es gibt klaren, so wie hier, aber vor allem auch grünen, weshalb der Absinth besser bekannt ist unter seinem mystischen Namen. Grüne Fee oder La Fée Verte. Wir folgen einem Wanderweg, der entlang der Absinthbrunnen führt und treffen den Brenner Philippe Martin. Seine Familie destilliert bereits in der 4. Generation. Gucken, ob wir die grüne Fee finden. Ne? Ja, sicher. Sie ist überall hier in dieser Welt. Da sein, da. Absinth ist ein hochprozentiger Kräuterschnaps. Früher war er verboten, weil man fürchtete, er löse Halluzinationen aus. Die Absinth war verboten für 95 Jahre hier in der Schweiz. Und die Schwarzbrenner geht in den Wald zu finden einen kleinen Fluss. Und sie haben ihre Brenner gebrannt und sie haben gebrannt in dem Wald. Und das ist, warum jetzt in Val de Travers wir haben immer diese Brenner mit einer Flasche von dieser grünen Fee. Auch Philipps Vorfahren brannten damals heimlich Absinth im Wald.
und später auch bei sich zu Hause. Heute ist das Brennen in vielen Ländern wieder erlaubt. Die Tradition Aha. mit der Flasche von die grüne Fee. Da ist sie, die grüne Fee. Jetzt haben wir sie gefunden, ja? Ja. Absinth mischt man mit Wasser, um den mindestens 45-prozentigen Alkohol zu verdünnen und die ätherischen Öle zu lösen. Das sind sehr große Schnapsgläser, Philipp. Ja. Es gibt doch diese Geschichte von Menschen, die Halluzinationen bekommen, eine grüne Fee sehen. Ja, Van Gogh. Genau, Gauguin, die Künstler, die La Bohème haben Absinth getrunken, oder? Aber vielleicht nicht nachher 2 Gläser. Vielleicht nachher die Flasche. Ja, okay, dann probieren wir. Dann ja, gerne. Absinth galt früher aufgrund seines Inhaltsstoffes Thujon als gefährliche Droge. Wir müssen wie dem Tee in Marokko, wie, weißt du? So ein bisschen nach oben, ja? Es gibt mehr Oxygen. Hey, guck mal, jetzt sieht es aus wie Milch. Es kriegt es wird so trüb. Das ist eine Reaktion zwischen die grüne Anis. In dem grünen Anis es gibt diese Anethol. Und die Anethol, die Molekül von Anethol, das bekommt weiß. Wenn es mit Wasser... Wenn der Alkohol geht unten 44%. Ah, okay. Santé. Prost. Auf die Gesundheit? Ja, Santé. Und auf die grüne Fee. Oh wow, das schmeckt sehr gut. Danke. Es schmeckt frisch. Es schmeckt nach Kräutern. Es schmeckt lebendig, kraftvoll und sehr nach Anis, so wie Lakritze eigentlich. Ja, ja. Ja, das gibt auch ein bisschen Lakritz in dem Rezept. Das Rezept war von meinem Großonkel. Und vorher mein Urgroßvater hat auch ein bisschen gebrannt. Normalerweise, wenn ich Schnaps trinke, schmeckt mir das nicht so. Ich mache dann immer so ein Gesicht, aber das ist wirklich lecker. 2014 übernahm Philippe die Brennerei seines Vaters. Bis heute wird nach dem alten Familienrezept gebrannt. Hast du immer schon gewusst, du möchtest auch Brenner werden? Weil viele Kinder möchten nicht das machen, was die Eltern machen. Das war wieder legal in 2005. Mein Vater hat gefragt für eine Lizenz und er war offiziell. Und später hat mir gefragt, willst du die Brennerei übernehmen? Ich arbeitete als ein Telekom-Ingenieur für eine große Firma. Ich hatte ein Problem mit Hals. Herz. Ja. Vielleicht ich arbeitete ein bisschen zu viel. Ja. Ja. Und nachher ich denke, vielleicht ich muss wechseln jetzt und diese Brennerei übernommen. Und das war eine gute Entscheidung? Ja. Bist du glücklich heute? Ja. Ich würde nicht reich sein, aber ich liebe, was mache ich. Und das ist auch diese Tradition von diesem Wald, diesem Tal und Tradition von meiner Familie. Und ich liebe das. Philippe baut einen Teil der Kräuter für seinen Absinth selbst an. Die Hauptzutaten sind Wermut, Anis und Fenchel. Früher, als Absinth verboten war, mussten die Kunden beim Bestellen sogar Codewörter benutzen. Ja, das war ziemlich lustig. Zum Beispiel hatte ich einen Freund, dem eine Kaninchenzucht gehörte. Wenn er bei mir Absinth bestellte, fragte er immer, ob ich 2 oder 3 Kisten Stroh hätte. Also 2 oder 3 Liter. Ein anderer arbeitete bei Swisscom. Wenn er bestellte, wollte er 6 oder 8 Telefone haben. Ich weiß nicht, ob andere Destillateure das vielleicht übernommen haben. Es gab sogar auch 1, 2 weitere Bestellungen, wo die Kunden nach Kaninchen fragten. Aber am häufigsten waren es die Kisten Stroh und die Telefone.
die ich hörte. In dieser Telefonkiste lieferte Francis Absinthflaschen an seine Kunden aus. Auch er arbeitete für einen Telefonanbieter. Doch statt Telefonapparate brachte er heimlich Absinth. Wenn Menschen das kriminell nennen wollen, dann war ich ein Krimineller, ja. Aber ich sah mich eher als einen Widerständler. Das ist etwas anderes. Ich hoffte immer, dass der Absinth eines Tages legal destilliert werden kann. Das Brennen von Absinth wurde 2005 in der Schweiz wieder legal. Es gelten strenge Vorgaben, etwa zur zulässigen Thujon-Konzentration. Aber die über 200-jährige Tradition im Val de Travers kann weiter aufrechterhalten werden. Wir verlassen das Val de Travers bergab nach Neuchâtel am Fuße des Juragebirges. Hier sind wir unterwegs auf den Spuren eines Schweizer Klassikers, der Schokolade. Der Lac de Neuchâtel, auf Deutsch Neuenburger See, eröffnet mit Blick auf Alpen und Jura eine atemberaubende Kulisse. Perfekt für Wassersportbegeisterte. Man kann unter anderem Wakesurfen. Dabei surft man auf der Welle, die durch ein fahrendes Boot entsteht. Am Strandbad von Neuchâtel sind wir mit Lorch von der Asphaltmine verabredet. Es ist ein traumhaft schöner Ort. Ja, nein, wirklich. Ist wirklich eigentlich mein Paradies. Dein Paradies? Ja. Ja, also ich bin froh, ich darf hier so nah von hier wohnen. Lorch zeigt uns die Lieblingsorte ihrer Heimatstadt. Das sind aber lustige Hütten. Ja, und es ist ja wirklich schön, dieses so am Strand zu haben. Und ja, wirklich, wenn es der Samstagabend im Sommer ist, dann sind 4, 5 Bars. Also es macht Spaß, hier zu kommen. Ah, das sind Kneipen. Ja, genau. Es sind historisch Fischerhäuser, aber es hat weniger Fischer. Also jetzt sind es Bars. Bars. Wie diesen. Soll ich etwas bestellen? Gerne. Die kleinen Bars sind vor allem in den Sommermonaten geöffnet. Merci beaucoup. Santé, merci beaucoup. Santé? Erdbeeren aus der Region? Ja. Prost. Ja. Vielen Dank. Santé. Hier fühlt es sich für mich fast ein bisschen französisch an. Ja. Darf man das sagen? Oder ist es wirklich, nein. nicht so gut? Ja, ich meine, die Franzosen nehmen schon genug Platz. Also, wir sind froh, wenn wir dürfen unseren Orden behalten. Okay, dann fühlt es sich hier, es fühlt sich schweizerisch an. Danke. Neuchâtel hat rund 46.000 Einwohner und ist bekannt für seine gut erhaltene Altstadt. Hier gründete Philippe Suchard seine Schokoladenfabrik und legte damit den Grundstein für die industrielle Herstellung von Schweizer Schokolade. Jetzt wird's lecker. Ja, die feine Schokolaterie. Endlich. Ich bin schon so lange in der Schweiz und jetzt endlich. Hast du noch keine Schokolade? Nein, nein, das ist das erste Mal. Das geht nicht. Auch ein Onkel von Lorch hat in der Fabrik von Suchard gearbeitet. Schon Anfang 19. Jahrhundert wurde diese Fabrik de Chocolat Suchard gegründet von Philippe Suchard. Und das war dann für mehr als 150 Jahren hier in Neuchâtel eine große Industrie. Vielen wissen es nicht, dass damals die Schokolade am vielen von Neuchâtel kam. Aber das ist ja auch heute noch immer das Gleiche mit den Uhren. Ja. Die meisten Uhren werden hier gemacht, aber man weiß ja mehr von Luzern oder Genf, Genau. wo sie verkauft werden. Ja.
Aber wir machen es. Hier wird Sachen gemacht. Kannst du mir deine Lieblingsschokolade zeigen? Ja, gerne. Eine Empfehlung geben? Ja, gerne. Das mache ich gerne. Die Schokolaterie wurde 1825 von Philippe Suchard eröffnet. Sie ist damit eine der ältesten in der Schweiz. Heute gehört sie dem Chocolatier Cédric Chamartin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Wow. C'est ici qu'on peut goûter les chocolats. Dürfen wir ein paar Pralinen probieren? Gerne, die sind alle hausgemacht. Und welche Pralinen sind besonders typisch für die Region? Hier zum Beispiel die mit Kakaostaub bedeckten Pralinen. Sie werden von Hand gerollt und traditionell hergestellt. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Santé. Santé. Oh la la. Ja. Es ist jedes Mal so fein. Du bist ein echter Zauberer. In seiner kleinen Schokoladenmanufaktur stellen Cédric und sein Team unterschiedlichste Pralinen her. Berühmt ist die Stadt aber vor allem für ein Produkt. Wir sind mehrere Chocolatiers in der Stadt, die den sogenannten Batzen herstellen. Er steht für die ehemalige Währung von Neuenburg. Früher, bevor die Schweiz den Franken einführte, hatte jeder Kanton sein eigenes Geld. Und hier in Neuenburg war es der Batzen. Hier obendrauf ist die Flagge der Stadt Neuenburg zu sehen, mit den typischen gelben Zacken. Der Batzen besteht aus Schokolade und Haselnüssen. Ist sehr angenehm zu essen und die Mischung schmeckt besonders gut. Meine Tochter sagt mir immer, dass ich die beste Schokolade der Welt mache. Ich weiß nicht, ob sie recht hat. Vielleicht. Man sagt ja, dass Kinder immer recht haben. On dit que les enfants ont toujours raison. Das ist wirklich Geld. Ja. Batzen. Man kann Geld essen. Oh, toll. Tja, in der Schweiz kann man das Geld nicht nur ausgeben, sehr schnell, sondern auch essen. Genau. Guten Appetit. Neuchâtel war auch das Zuhause eines weltweit bekannten Künstlers. Friedrich Dürrenmatt wurde vor allem durch seine Kriminal- und Theaterromane berühmt. Darunter Klassiker wie Der Besuch der alten Dame und Die Physiker. Wir befinden uns hier im Familienhaus von Friedrich Dürrenmatt in seiner Bibliothek. Das ist eine Autorenbibliothek, die hat er selber eingerichtet. Das wurde genauso belassen. Es gibt eben diesen Swimmingpool, das ist heute eigentlich ein kleines Open-Air-Theater. Noch seine Dusche ist da, Lampen befinden sich im Garten. Wir versuchen eigentlich möglichst, die Räume möglichst authentisch zu behalten, dass man wirklich spürt, was war das für ein Mensch hinter dem Künstler. Dürrenmatt war als Schriftsteller für seine gesellschaftskritischen Werke bekannt. Doch er hatte neben dem Schreiben noch eine weitere Leidenschaft. Der Werdegang von Dürrenmatt basiert eigentlich auf einem Dilemma. Als Kind wollte er Maler werden und erst im Alter von 25 Jahren hat er entschieden, Schriftsteller zu werden. Und was ich so toll finde, er hat nie aufgehört zu zeichnen und zu malen, aber das war so eine private Angelegenheit. Das bedeutet, er hat praktisch nie ausgestellt. Er hat zweimal ausgestellt hier in Neuchâtel. Er hat nie Bilder verkauft. Dürrenmatt war ein scharfer Beobachter, den große gesellschaftliche Fragen umtrieben. In Neuchâtel fand er einen Ort, der ihm Ruhe und Inspiration gab. Zum Abschluss unseres Besuchs in Neuchâtel möchte uns Laure noch ihren Lieblingsplatz für den Sonnenuntergang zeigen. Wow, bitte à vous, Madame. Merci. Da hast du ja einen tollen Ort gefunden. Wahnsinn.
Ich fühle mich zu Hause. Ich habe Bäume, den Wald vor mich und den See. Da sehe ich meine Primarschule, das größere Gebäude in zweiter Reihe und mein Familienhaus von meinen Eltern auch. So, ich fühle mich wirklich zu Hause. Schönes Gefühl. Sehr schönes Gefühl, ja. Wir kehren zurück in die Berge und fahren weiter nach Norden in den Jura. Entlang des Flusses Doubs entdecken wir auf dem Lac de Brenez steile Schluchten und Wasserfälle. Hey, bonjour. Hey, Ramon. Bonjour, Jacques. Bonjour, Wie geht's dir? Bienvenue. Ja, merci. Ici, Geht's dir gut? Samuel. Samuel, enchanté. Jan. Jan, enchanté. Und mein Hund, Trifouille. Trifouille. Oh, guten Morgen, hallo. Also er kommt mit aufs Wasser? Er kommt mit uns aufs Kanu, er geht vorne. Das ist immer sein Platz. Okay, gut. Also wir gehen jetzt da langsam auf diese Schlucht. Ja? Es dauert ungefähr eine kleine Stunde. Und da werden wir da schön gemütlich, die Natur. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Okay. Gerne. Also. Ah, devant. Devant. Hopp. Ah, super. Jacques Farron bietet mit seinem Team Outdoor-Touren zu Fuß und auf dem Wasser an. Wir sind jetzt auf der Grenze, genau auf der Grenze. Auf die rechte Seite ist es die Schweiz, auf der linken Seite ist es Frankreich. Und da gibt es nicht viele Leute hier, weißt du, das sind noch wild geblieben. Und das ist die richtige Natur, weißt du. Diese Schlucht, ist wunderschön. Vor rund 14.000 Jahren stauten die Trümmer eines Bergsturzes den Flusslauf des Doubs und bildeten so den rund 4 Kilometer langen und etwa 200 Meter breiten Lac de Brenez. Hier in Jura, das ist die richtige Schweiz. Die Schweiz ist nicht nur die Banken. Die richtige Schweiz, finde ich, das ist, wo die Leute ganz, auf Französisch heißt das authentique. 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 Authentisch. Ja, authentisch, genau. In der Schweiz findest du viele Leute, die so sind, weißt du. Kein Problem mit niemand, nur wie, auch ganz
mit der Natur zusammen. Ja. Hopp. Achtung, das ist rutschig. Gell? Hier ist rutschig, gell? Ja. Ein Fuß raus. Okay. Und ein Fuß hier. Geht's? Junger Vater, das ist sehr rutschig. Sehr rutschig, ja. Ups. Sehr, sehr rutschig. Sehr, sehr rutschig. Zu zwei geht das immer besser. Ja, gell? Achtung, ey. Heidefetz, das ist ja wie eine Schlittschuhbahn hier. Ja. Das ist schön, ne? Es ist mega schön. Weißt du, es gibt so ein Gefühl von Ruhe. Ja, oppressant, weißt du. Ja. Diese Steine, die alle runterfallen können. Ja, Man sieht hier auch diese Risse. Ne? Es geht ganz bis hoch. Die Höhle Grotte du Roi de Prusse wurde benannt nach preußischen Soldaten, die hier einst Schutz suchten. Aber nicht nur die. In dieser Höhle haben sie auch da einen Bär gefunden. Das heißt, die Knochen von den Bären haben sie gefunden. Das ist ein prähistorisches Bär. Man kann sagen, dass es hier alle wilde Tiere gelebt haben. Vor langer Zeit. Vor lange Zeit, ja. Die Höhle reicht rund 180 Meter tief in den Kalksteinfelsen hinein. Oh, wow. Jetzt wird's eng. Ja. Auch im Wasser. Ja. Oh, ist ganz kühl und feucht. Auch ohne Bären ist die Höhle nicht ungefährlich. Denn das Wasser vom natürlichen Stausee kann schnell ansteigen und die Höhle fluten. Hier ist Schluss. Ja, da können wir nicht mehr weitergehen. Wir können gehen, aber nur mit Leuten, die Spezialisten sind. Das ist zu gefährlich. Oh, da kommt jemand. Oh. Hey, hallo. Er fühlt sich in der Höhle auch wohl. Oh ja, überall. Wo ich bin, ist er. Und dann geht es für uns weiter zum Wasserfall am Ende des Sees. Wow. C'est beau, hein? C'est super beau. Die Natur gibt mir Kraft. Die Energie aus Wasser, Luft und Erde. Das erfüllt mich und verbindet mich mit mir selbst. Im Leben ist man ständig gehetzt, schaut auf die Uhr, rennt von einem Termin zum nächsten. Die Natur hilft mir immer wieder dabei, einen Moment zur Ruhe zu kommen. Uns erwarten jetzt noch ein paar Snacks und ein Käsefondue unter freiem Himmel. Die Leute gehen nicht weg. Vielleicht gehen sie studieren in Genf,
Zürich. Aber nachher kommen sie wieder zurück. Woran liegt das? Was glaubst du? Weil hier das Leben schön ist. Also kein Stress. Du verdienst nicht viel Geld, aber du kannst damit trotzdem gut leben. Und das Lebensqualität, die Lebensqualität ist da. Das ist nicht nur ein schönes Auto zu haben, weißt du? Das ist auch ein bisschen mit Zeit genießen. Weißt du, was mir gut gefällt, Jacques? Was? Wie einfach man es gut haben kann. Ja, ja, genau. So in der Natur, alles schön gemütlich machen, nur etwas Gutes essen, ein Schluck Wein. Und das Leben ist schön. Also Prost! Prost. Vielen Dank. Und vielen Dank, das war ganz ein schönes Abenteuer. Vielen Dank. Prost. Santé. 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 Aus dem Jura stammt die Käsesorte Tête de Moine, zu Deutsch Kopf des Mönchs. Zum Ursprung des Namens gibt es unterschiedliche Auffassungen. Eine besagt, dass das Abschaben des Käses an die kreisförmige Tonsur der Mönche erinnert. Das Entscheidende ist die sogenannte Girole. Genau die macht ihn besonders im Vergleich zu anderen Käsesorten. Die Art, ihn zu essen, ist einzigartig. Die kleinen Käserosen, die dabei entstehen, sind wirklich etwas sehr Schönes. Der Käse darf sich nur Tête de Moine nennen, wenn er im Jura nach traditionellen Methoden hergestellt wird. Das ist die größte Macht von der Tête de Moine. Deutschland isst mehr Tête de Moine als die Schweiz. Wir merken, dass die Deutschen unsere Käse gut sind. Das ist eben, das macht uns stolz. Den Tête de Moine gibt es seit dem 12. Jahrhundert. Bekannt wurde er aber erst 1982. Als Nicolas Crivoisier aus dem Jura die Girole erfand. Mit ihr lässt sich der Käse in die bekannten Rosetten schaben. Insgesamt gibt es nur 6 Käsereien, die ihren Käse in 40 Länder liefern. Es gibt viel Käse, viel kleine Käse, viel Handarbeit. Und das ist auch das Mühsame oder die Herausforderung beim Tête de Moine, ist die Handarbeit. Ja. Die hat man bei größeren Käse viel weniger. Die Käserei von Menno Amstutz ist ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Schon sein Großvater hat den Tête de Moine hergestellt. Die Herstellung ist bis heute streng reglementiert. Der Tête de Moine ist für mich ein sehr spezielles Produkt. Ja. Eine Familienleidenschaft. Wir pflegen sie von Hand. Wir haben immer noch Holz, auch als Bretter. Es ist Rohmilch, was eine sehr große Herausforderung ist heutzutage. Die Bauern sind noch relativ kleine Bauernhöfe, die auch noch die Kühe kennen, auch einen Namen haben für die Kühe. Besucher können das Kloster, in dem der Tête de Moine erfunden wurde, auf Anfrage besichtigen.
Unsere Reise führt weiter, vorbei an Städten wie Le Locle oder La Chaux-de-Fonds, in denen viele der berühmten Schweizer Uhren hergestellt werden. Wie auch in Le Noirmont, wo wir später eine Uhr selbst zusammenbauen dürfen. Auf unserer Reise begegnen wir immer wieder einer ganz besonderen Pferderasse. Rihanna! Hey! Den sogenannten Freiberger Pferden. Es ist die einzige noch erhaltene ursprüngliche Schweizer Pferderasse. Brigitte Thierry züchtet sie. Ja, die Leute leben hier wirklich für und mit den Pferden. Fast alle hier haben etwas mit den Pferden zu tun. Und manchmal am Sonntag sagt einer, wir veranstalten einen kleinen Spazierritt oder ein Fahrturnier, also Turnier, wirklich nur so Spaß. Und dann kommen alle und auch die Leute aus dem Dorf, die kommen schauen. Das ist wirklich so eigentlich so wie ein Kulturgut und verbindet auch wirklich die Leute hier und das mag ich sehr. Die Freiberger Pferde gibt es seit fast 2 Jahrhunderten. Sie leben meist auf den ausgedehnten Waldweiden im Norden des Kanton Jura. Das Besondere ist wirklich, dass dieser gute Charakter, also dass sie wirklich ruhige Pferde sind, genügsame Pferde und so sehr menschennah, genau. Sie mögen den Kontakt zu den Menschen und jedes Tier ist anders, hat einen eigenen Charakter wie wir auch. Der Jura ist geprägt von vielen weitläufigen und fruchtbaren Wiesen und Feldern. Und da steckt jede Menge Essbares drin. Nicht nur für die Tiere. Ist das da vorne? Ah ja, ja. Eine Gemse. Eine Gemse, hä? Eine Gemse, ja. Aber sie ist ganz alleine. Es hat andere, ich habe sie gesehen, die anderen sind in der Wiese nebendran. Aber sie hat anscheinend weniger Angst und bleibt in der Nähe von dem Wanderweg. Ja, man sieht sie nicht so oft von so nah. Nina Fischer bietet neben Kräuterwanderungen auch Outdoor- und Survival-Kurse in der Wildnis an. Was suchen wir? Es hat viel. Hier ist der Supermarkt. Das ist der Supermarkt. Wir gehen im Salat. Und wonach suchst du, wenn du durch die Wiesen läufst und guckst? Also ich schaue Verschiedenes an, weil der Salat ist gut, wenn es viele verschiedene Geschmäcker hat drin. Wir können anfangen mit Blumen zum Beispiel. Zum Beispiel die Kleeblüten ist mega fein für im Salat. Hast du vielleicht als Kind schon versucht? Na, ich kenne nur die Klee mit den Blättern. Die Blätter, so? Genau. Mit 3 Teile. Oder 4, wenn man Glück hat. Ja, genau. Hey, das schmeckt gut. Ein bisschen süß. Ein bisschen, ja. Aber wenn man die ganze Blüte isst, dann ist es auch ein bisschen bitter. Aber ich mag das. Das ist Löwenzahn hier, genau. Oder? Den sammeln wir auch. Ich mag Löwenzahn, weil es ist bitter und das tut die Verdauung stimulieren. Wie Chicorée ein bisschen. Ja, genau. Selbe Familie. Der erste Biss ist sehr bitter. Und wenn du weiter isst, nach 5, 6 Mal, dann spürst du die Bitter nicht so stark mehr. Dann wird es besser. Ja, und dann spürst du andere Geschmäcker. Nina zeigt bei ihren Wildnisabenteuern, wie man allein mit dem, was die Natur bietet, überleben kann. Das hat viele Vorteile. Urlaub in der Schweiz ist ja sehr teuer. Aber wenn man sich dann Essen einfach von der Wiese holt, das stimmt. Dann spart man ein paar Stutz. Ich hoffe, wir finden noch was anderes. Wollen wir noch mal gucken? Ja. In der Schweiz darf man Wildkräuter, Beeren und Heilpflanzen grundsätzlich für den Eigenbedarf sammeln. Man braucht ja auch ein paar mehr Farben wahrscheinlich in seinem Salat. Ja, ne? genau. Aber da hat es kleine Blüten, Die nehmen wir noch mit? Ja, für die Farbe, genau. Die gelben?
Ah, ja. Die gelbe nennt man die Butterblume, ne? Das sind Butterblumen, ja? Ja, aber die sind giftig. Ah, wirklich? Ja. Okay. Gut, dass du dabei bist. Ich hätte das jetzt... In den Salat Ja, getan. für die Farbe. Es sieht schön aus. Ah, da. Was ist hier? Der Sauerampfer. Das ist Sauerampfer, Ja, genau. okay. Das ist super für den Salat. Sauer. Du erkennst ihn, weil er hat so zwei wie Vampirzähne. Wow. Wuhu. Es weckt. Ja, es macht wach. Aber das wird super sein im Salat. Eben, ich glaube, jetzt haben wir eine gute Kombination. Bitter, Sauer. sauer, Die Blüten, die ein bisschen süßlich. ja. Die Geschmacke mischen sich und das ist magisch. Hey, woher weißt du das alles, Nina? Zuerst habe ich mich für die medizinischen Pflanzen interessiert. Aber dann fand ich das so spannend, dass man sich ernähren kann, so in der Natur. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, nur über das Thema, auch was giftig ist und warum hat es Pflanzen, die, wenn man sie kocht, nicht mehr giftig sind. Und ich finde das so schön, dieses Vertrauen, dass, wenn die Welt untergeht, es hat, was man essen kann. Es hat nicht nur der Supermarkt. Also mir gibt es ein Vertrauen. Ich habe weniger Angst für die Zukunft. Schön. Da, die Aussicht! Yeah! Mit mir! Ich fliege weg! Ah! Ich halte dich. Ja, halte mich fest. Ja, ich bin nur 41 Kilo schwer. Und du siehst der Du. Ah, der Fluss Du. Ja. Wir waren da mit dem Kanu. Aber cool. Ja. Eier habe ich auch schon gemacht. Sehr schön. Ne? Hey, ich finde es total schön an dieser Region, dass es so wild ist. Ja, es gibt den Eindruck von Wildnis. Ja, gell? Und hier sind wir im Naturschutzgebiet vom Du. Im Jura gibt es Schutzhütten. Frei zugänglich für Wanderer. Der perfekte Zufluchtsort bei schlechtem Wetter. War das immer schon so, dass du so eine Liebe hattest für die Natur? Nein. Als Teenager liebte ich die Stadt. Ja, das ist eher später, ja, wenn ich die Pflanzen entdeckt habe. Also das war wirklich eine Entdeckung, so, dass man die Pflanze essen kann. Und ich fand das so genial. Wenn ich das zum ersten Mal erlebt habe, habe ich sofort gedacht, ich will, dass das mein Job ist. Die Hütte bietet alles, was man für eine Übernachtung braucht. Die Schlafplätze dürfen gegen eine kleine Gebühr und mit Voranmeldung genutzt werden. Egoette. Merci vielmals. Ja, bon appétit. Merci, Madame. Fantastisch. Was braucht's mehr? Und sehr gesund. Alle Geschmacksfacetten? Süß, salzig, bitter? Schmeckt, als könnte man alt werden mit den Pflanzen und mit der Natur. Auf unserer Reise durch den Jura ist die Uhrmacherkunst allgegenwärtig. Die Region ist seit dem 17. Jahrhundert für das Handwerk bekannt. Heute arbeiten hier über 50.000 Menschen in der Uhrenindustrie. Die Schweizer Uhrmacherei wurde von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt.
In dieser Uhrmacherei werden Uhren hergestellt, die einige 100.000 Euro kosten. Quelle heure? Das ist die Uhr meines Vaters. Es ist auch ein bisschen so, als wäre die Familie hier. Wir Uhrmacher sagen immer, wenn wir eine Uhr zusammenbauen, setzen wir das Pendel an seinen Platz. Und dann beginnt sie zu ticken. Es ist wie bei der Geburt eines Babys, wenn es zum ersten Mal schreit. Hier entstehen Uhren aus Titan in kleiner Stückzahl. Besonders ist das leicht geneigte Uhrwerk. Es gleicht die Schwerkraft aus und lässt die Uhr besonders genau laufen. Daniel arbeitet in der Werkstatt seines Sohnes David Cando. Die Uhren sind alle Spezialanfertigungen. Das System, das David erfunden hat, wurde am Anfang auf einem leeren weißen Blatt Papier entworfen. Es ist etwas Besonderes, weil man nicht jeden Tag eine 30-Grad-Turbine zu sehen bekommt. Bei der Zeitanzeige ist es genauso. Die Fertigung, die Aufziehmechanik, die Krone zum Abnehmen, um die Uhrzeit einzustellen. All das macht diese Uhren zu etwas ganz Besonderem. Sie sind wirklich außergewöhnlich. Zu den Kunden von David Cando gehören internationale Sportstars. Aber was macht die Uhren eigentlich so teuer? Die Uhren, die von Hand von einem einzigen Uhrmacher gefertigt werden, erfordern unglaublich viel Arbeit. Man kann das gut mit dem Bau eines Autos oder sogar eines Flugzeugs vergleichen. Ich habe eine Uhr pro Jahr gebaut. Das bedeutet also rund 1800 Stunden Arbeit. Verglichen mit der Arbeit eines Automechanikers oder eines Bäckers können Sie sich vorstellen, wie aufwendig und teuer das ist. Das wollen wir selbst erleben und besuchen im Uhrengehäusemuseum im kleinen Ort Le Noirmont einen Workshop. Cyrano, was machen wir jetzt? Wir bauen jetzt eine komplette Uhr zusammen, das heißt im Moment das Uhrwerk. Später dann schauen wir die Zifferblätter und Zeiger an und schauen, wie es ins Gehäuse eingebaut wird. Aber hier können wir uns unser Uhrwerk mit all den verschiedenen einzelnen Komponenten, ich zeige es immer Schritt für Schritt vor und dann am Schluss macht die Uhr wieder Tick-Tack. Worum geht's beim Uhrmachen, bei dem Handwerk? Also Geduld ist sicher etwas, Genauigkeit, Durchhaltevermögen. Präzision. Das sind so die Teile sind relativ klein, relativ fummelig teilweise. Muss man ein bisschen Geduld aufbringen. Ich bin ja eher so Typ Tollpatsch mit Wurstfingern. Das kriegen wir trotzdem hin. Wir fangen an mit dem ersten Teil. Das Federhaus. Cyrano de Vantey arbeitet seit über 25 Jahren als Horloger, zu Deutsch Uhrmacher. Er unterrichtet Uhrmacherei und führt gleichzeitig seine eigene Uhrenmanufaktur. Für gewisse kleine Teile ist es praktisch, mit Lupe zu arbeiten, entweder sowas oder sowas, je nachdem, was man besser gewöhnt ist. Okay, krass. Das hilft für gewisse Sachen. Ich bin kurzsichtig bis zu einem gewissen Grad. Das hilft, das ist schon mal gut. Ja. Also als Uhrmacher hat es einen Vorteil. Für den Workshop braucht man keine Vorkenntnisse, nur viel Geduld. Der kleine Schlitz hier, das ist für die Aufzugswelle. Das gibt mir so die Position vor. Wenn ich die jetzt so hingebe und so, weiß ich, es ist alles in der richtigen Position. So, dann muss ich es so, genau. nehmen. Ja, nee, schon, du warst richtig vor. Ja, genau so. Der hier, der muss noch drüber. Das ist die kleine Schraube für den Stellhebel. Wie lange bist du schon Uhrenmacher? Ich habe 1990 angefangen.
Und war das schon immer dein Wunsch, dein Traum? War klar, dass du das machen wirst? Ich bin in Zürich aufgewachsen, da war jetzt der Uhrmacher nicht unbedingt der bekannteste Beruf. Ich bin nur auf die Idee gekommen, weil mein Großvater Uhrmacher war. Mein Vater war Goldschmied. Bei der Uhrmacherei oder generell bei Uhren denke ich schnell an Luxusgüter oder an Luxusuhren. Gerade auch wenn du aus Zürich kommst, kennst du das wahrscheinlich. Dabei kommt das Handwerk ja wo ganz anders her. Das war eine Wintertätigkeit für die Bauern. Also wenn man auch hier das Museum anschaut, häufig waren die am Fluss gebaut, weil sie Wasserkraft und dazu mal gebraucht haben, gab es noch keine Elektrizität und dann eine große Fensterfront gegen Süden, damit sie möglichst lange für das Licht? Damit sie möglichst lange arbeiten konnten und keine Öllampen oder so halt, weil Elektrizität kommt halt erst später. Hat sich wirklich so über die Jahrhunderte hier in der Region ausgebreitet. Spannend. Geschichtlich gesehen war es, weil Calvin in Genf, der Protestant, der mit dem Protestantismus, der hat eigentlich Schmuck oder halt so offen getragener Schmuck verboten. Und die Goldschmiede, die haben sich dann konvertiert oder die haben sich auch anders orientiert und Uhren waren okay. Im Laufe des 19. Jahrhunderts siedelten sich immer mehr große Firmen an. Und die Herstellung von Uhren auf den Bauernhöfen verschwand allmählich. Hilfst du mir kurz? Hilf noch kurz ein bisschen. Der muss noch ein bisschen so. Jetzt ist aber immer noch nicht ganz unten. So, jetzt schaut's gut aus. So, jetzt ist er runtergefallen. Eine gewisse Zeit verbringen wir unter dem Werktisch. Fällt ab und zu mal was runter. Ja, immer. Und dann je nachdem, wenn es jetzt ein Industrieteil ist, da kannst du ausrechnen. Das Teil hat jetzt 20 Rappen gekostet, wie lange kannst du suchen, bis es sich lohnt, um ein neues zu nehmen. Ja. Aber das ist kein Problem. Wir lassen sie unten, wir machen nur die drauf. Das ist ein mega frustrierendes Gefühl, wenn so ein kleines Teil da aber das ist, ich habe auch Teile nicht mehr gefunden. Das ist wie beim Fondue. Die kannst du so packen und nachher so drehen. Ah, okay. Okay. Käsefondue habe ich schon probiert. Genau, das ist die gleiche Bewegung. Das lernt man bei uns schon als Kind. Wenn du eine Armbanduhr machst, wie lange brauchst du für eine Uhr? Etwa 10 Mannmonate. Das heißt, wir sind 4 Personen und machen 5 Uhren pro Jahr. Was? Das ist aber nicht, das ist nicht der normale Prozess. Aber wir machen alles auf manuellen Maschinen, ohne Hilfe von computergesteuerten Maschinen. Warum? Masochismus. Liebe zum Handwerk. Liebe zum Handwerk, weil wir lieben die alten Maschinen. Der Uhrenworkshop dauert von einem halben bis zu mehreren Tagen. Es ist unheimlich spannend, dieses Handwerk. Ich bin ja eigentlich nicht so der geduldige Typ, aber das erdet einen ganz schön. Und der beste Tipp, finde ich, ist das Fondue. Käse raus, drehen und rein ins Öhrchen. So, letzte Schraube, gell? Letzte Schraube, genau. Wenn Dort die sitzt, hinein. Und dann ist alles zusammengebaut. Super. Gratuliere. Danke. Merci. Super gemacht. Vielen Dank. Danke. Großen Spaß gemacht. Ja, mich gefreut. Gehäuse und Armband fehlen noch. Und je nach Dauer des Workshops und je nach Modell kann die fertige Uhr bis zu 3.000 € kosten. Das ist schön. Ja, ist schön geworden. Ich finde es auch gut, dass man hier tatsächlich... Hier siehst du alle Teile, die wir zusammengebaut haben. Genau. Die Technik erkennbar ist. Ja. Ein Tribut fürs Handwerk. Genau. Wir verlassen den Workshop zwar ohne Uhr, aber mit ganz neuer Erfahrung als Uhrmacher. Die Uhr ist für mich ein kleines mechanisches Wunderwerk. Du hast auf so kleinem Raum so viele Teile, so viele Sachen, die ineinander eingreifen, dass das mit Aufziehen oder durch die Handbewegung, das dann 48 oder 50 Stunden lang läuft. Und das ist einfach eine kleine Wundermaschine. Wir kehren noch einmal zum Genfer See und nach Lausanne zurück.
Lausanne ist, wie der Jura, Teil der französischsprachigen Schweiz. Französischer Einfluss zeigt sich hier überall. In der Sprache, der Kultur und im Lebensgefühl. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je pousse un cri, il se retourne, et la foule vient le jeter entre mes bras. An den steilen Hängen des Genfer Sees arbeiten über 200 Winzerinnen und Winzer. Auf der Domaine Vannasse wird biologisch dynamischer Wein angebaut. Ohne Pestizide und mit viel Augenmerk auf den Boden. Wir haben hier im Boden sehr viel Leben. Wir haben Schlangen, viele Vögel und jede Wurzel, jede Pflanze steht in Wechselwirkung mit Mikroorganismen, mit Würmern, Bakterien und so weiter. Man sagt, man sieht es nicht, aber unter unseren Füßen passiert gerade sehr viel. Und ja, wir sehen es nicht, aber es ist da und sehr wichtig. Der gesamte Herstellungsprozess vom Wein ist Handarbeit. Lea arbeitet seit 2023 auf dem 4 Hektar großen Betrieb und überlegt, das Weingut zukünftig ganz zu übernehmen. Als ich etwa 18 war, hatte ich eine richtig existenzielle Krise. Ich hatte das Gefühl, dass die Welt völlig in die falsche Richtung läuft. Ich fragte mich, was kann ich tun? Was soll ich tun, um den Schmerz über den Zustand der Welt nicht jeden Tag zu spüren? Ich musste etwas tun, das für mich Sinn ergibt, wirklich Sinn. Und ich wusste, es musste etwas mit Erde zu tun haben. Jetzt mache ich hier Wein. Aber ich hoffe, dass wir bald auch Tiere haben werden. Auf dem Weingut arbeiten Menschen aus der ganzen Welt, die verschiedene Rebsorten anbauen. Darunter auch der Klassiker unter den Schweizer Weinen. Das ist Chasselas, die am weitesten verbreitete weiße Rebsorte in der Schweiz. Sie wird schon seit langer Zeit angebaut. Es gibt inzwischen auch neue Sorten, aber der Chasselas bleibt immer noch die Hauptnote der Weine hier. Das Weingut bietet auch Verkostungen an. In der Erntezeit kann man dabei den gesamten Herstellungsprozess beobachten. Er ist sehr gut. Irgendwo zwischen Most und Wein. Er ist noch ein wenig süß, hat aber schon 5 bis 6% Alkoholgehalt. Volume, Alkohol. Very good, very good. Und dann wollen wir probieren. Wir lernen Semar kennen, die hier arbeitet. Und Gilles Vannasse, den Besitzer des Weinguts. Hey, ihr seht wirklich glücklich aus. Bist du stolz? Ja, ich bin sehr stolz. Auf meine Mitarbeiter, auf Lea, auf mein gesamtes Leben an diesem wunderschönen Ort. Von dem aus wir den Himmel Italiens sehen. Sky of Italy. Unser Hauptthema hier ist die bewegungslose Reise.
Denn für die Landwirtschaft ist es wichtig, dass Menschen zu uns kommen. Menschen aus der ganzen Welt besuchen uns. We're stuck here. Und wir stecken hier fest. Oh, we're stuck here. Ihr seid gefangen im Paradies. Ja, ein bisschen ist es so. Das Haus ist 1000 Jahre alt. Erbaut vor dem 12. Jahrhundert. Before the 12th century. Wow. Yes. And, for me it's, Für mich ist es ein Familienhof. My great father. Mein Großvater hat das Grundstück vor 60 Jahren gekauft. 60 years ago. Und dieses Jahr ist meine 43. Erntesaison. Harvest. Wenn ich von der Voyage Immobile, der bewegungslosen Reise spreche, denke ich auch an meinen Sohn, der eine Behinderung hat. Er kann weder sprechen noch gehen. Diese Erfahrung hat mich viel über das Leben gelehrt. Wie der Wein. Er kann weder sprechen noch laufen. Und doch sprechen wir mit der Natur, als wäre sie ein Mensch. Und es war diese Perspektive, die uns dazu gebracht hat, eine neue Philosophie zu entwickeln. Dass wir zurückfinden zur Schönheit des Lebens und die Wahrheit wiederentdecken. Apropos Wahrheit. Gilles hat wunderschöne Gedichte über die Weine geschrieben. Über die Weine? Jeder Wein bekam ein kleines Gedicht und wir haben beschlossen, sie musikalisch zu untermalen. La vigne de mes souvenirs, suspendue par le temps. Une brise légère ride les flots du Léman. Pour un instant, pour un instant, pour un instant. La vigne de mes souvenirs, suspendue par le temps.